Wir befinden uns jetzt hier vor dem zweiten Lokschuppen des Deutschen Technikmuseums und im Zweiten Weltkrieg wurden die Anlagen hier nur vergleichsweise leicht beschädigt. Nach dem Ende der Kampfhandlungen wurden die Anlagen dann hier entsprechend den Möglichkeiten der Zeit provisorisch wieder instand gesetzt und auch der Personenverkehr zum Anhalter nahm allmählich wieder Fahrt auf. Allerdings nur bis 1952, denn da wurde der Anhalter Bahnhof bzw. der Personenverkehr hier komplett eingestellt und damit verlor auch hier dieses Bahnbetriebswerk seine Funktion, denn das war ja ausschließlich dafür da, die Personenzuglokomotiven, die hier vom Anhalter Bahnhof aus eingesetzt wurden, zu versorgen und zu warten. Nach 1952, wie gesagt, die Dampflokomotiven waren verschwunden, aber es gab hier noch eine kleine technische Abteilung, die für die Wartung von technischen Anlagen der Reichsbahn zuständig war, also in Gesamt-West-Berlin. Aber Ende der 50er Jahre ging auch die hier aus dem Areal raus. Und im Endeffekt, die Lokschuppen und alles, was hier war, wurde sich selbst überlassen. Und das hing damit zusammen, dass dieses Areal so eine Art Niemandsland zwischen den Fronten des Kalten Krieges war. Einerseits gelegen im alliierten Sektor, genauer gesagt dem amerikanischen Sektor, aber auf der anderen Seite gehörten die Eisenbahnbetriebsflächen der Deutschen Reichsbahn. Und die wiederum stand unter Kontrolle des Ostens. Mit anderen Worten, der Westen konnte hier nichts machen und der Osten wollte hier nichts machen. Was dazu führte, dass dieses Areal hier sich selbst überlassen wurde, die Gebäude, die Lokschuppen allmählich verfielen und das Areal von der Natur zurückerobert wurde. Es wurde sozusagen zu einer sich selbst begrünenden Stadtbildnis mitten in Berlin, die dann allmählich auch von den Berlinern selbst entdeckt wurde. Besonders so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das so ein kleiner Abenteuerspielplatz. Musiker probten, Künstler verewigten sich an den Ruinenwänden des Lokschuppens. Und letztens hatten wir auch einen Gast da, der hat uns ein paar historische Fotos geschenkt. Und er erzählte dann noch aus der Zeit, wie er damals hier auf dem Gelände war und offensichtlich stand da die Drehscheibe noch unter Strom. Jedenfalls hat er da den Hebel umgelegt und ist quasi immer schön im Kreis gefahren. Jedenfalls bis die Transportpolizei kam und ihn vom Gelände gescheucht hat. Und ja, das war dann so ein Zustand, der herrschte bis ungefähr Anfang der 80er oder Mitte der 80er Jahre, weil 1982 gründete sich ja auch das Deutsche Technikmuseum in dem alten Verwaltungsgebäude der Marken-Kyrian-Gesellschaft, hier genau hinter den Lokschuppen. Und 1986, 87 wurden dann vom Technikmuseum hier auch die zu Ruinen verfallenen Lokschuppen wieder aufgebaut, saniert, restauriert und dienen seitdem für die Ausstellung der Abteilung Eisenbahn.